Es ist soweit. Die Hauptfeatures für den Football Manager 2023 wurden in einem 42-minütigen Video auf dem englischen FM-Kanal angekündigt. Damit ihr euch das nicht komplett angucken müsst, was sich allerdings lohnt, fasse ich das Ganze kurz und bündig für euch zusammen. Am Ende des Videos zeige ich euch noch ein paar Spielszenen aus der neuen Match-Engine. Also, rein da. Im ersten Teil des Videos enthüllt Game Designer Cypress Yegane neue Features im Bereich Transfers. Die größte Neuerung im FM23 bekommt einen eigenen Menüpunkt, es ist der sogenannte Planer. Der Planer gibt uns die Möglichkeit, wie das Wort schon sagt, unsere Mannschaft zu planen. Dabei zählt nicht nur das Jetzt, sondern vor allem die Zukunft. Hier könnt ihr zum Beispiel Spieler aus eurer Auswahlliste hinzufügen und schauen, wie gut sie sich ins Team einfügen. Sagen wir, ihr habt einen neuen aufregenden Achter über euer Scouting entdeckt. Ist er besser als eure bisherigen Optionen? Verbaut er einem jungen Talent den Weg? Oder ist er genau der Mann, den ihr braucht? Der Planer soll diese Entscheidungsfindung erleichtern. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, schon für die nächste und übernächste Saison zu planen. Das ist für mich besonders für die Integration von Spielern aus der eigenen Jugend interessant. Sowas habe ich oft auf einem Schmierzettel neben der Tastatur geplant, jetzt geht's im FM. Coole Sache. Im Planer könnt ihr direkt auch schon einen Fokus für euer Scouting einstellen, das ebenfalls überarbeitet wurde. Ihr werdet jetzt nicht mehr mit Statusmeldungen zum Scouting-Fortschritt einzelner Spieler bombardiert, das Ganze soll gebündelt ablaufen. Ihr stellt einen Auftrag, den eure Scouts bearbeiten. Hierbei werden die Scouts einen Haufen Spieler finden, die auf euren Auftrag passen könnten. In 4 Stufen wird das Wissen über diese Spieler größer und es werden immer mehr Spieler aussortiert, bis ihr am Ende mit einer kleinen Liste an Spielern konfrontiert werdet, die nach der Meinung eurer Scouts auf eure Anforderungen passen. Die etwas langweiligen Transfer-Meetings aus dem FM22 bekommen auch einen frischen Anstrich. In einem ersten Meeting bekommt ihr jetzt Infos zu auslaufenden Verträgen und eine Übersicht aus dem Planer. Daraufhin wird euch eure Transferabteilung Vorschläge für den Scouting-Fokus machen. Im zweiten Meeting stellen eure Scouts dann die Ergebnisse vor und das dritte, finale Meeting haltet ihr dann kurz vorm Deadline Day. Cool zu sehen, wie der Planer direkt in alte Features eingebaut wird und die Aufteilung in 3 Meetings macht auch Sinn. Auch von Beratern wurde im Video gesprochen, die werden jetzt ebenfalls ein wenig besser in die Spielwelt eingebunden. Man kann jetzt schon vor einem Transferangebot mit dem Spielerberater über ein Gehalt eines Spielers verhandeln. Das Ganze geht im FM23 jetzt auch bei Vertragsverhandlungen eigener Spieler. Thema 2 finde ich persönlich richtig cool, das kann ein echter Gamechanger werden. Im Trailer heißt es Supporter Confidence, also ein eigenes Modul, das sich nur um die Anhänger eures virtuellen Vereins dreht. Etwas, das dem Football Manager immer ein wenig gefehlt hat, war der Einfluss der Fans auf die Geschehnisse im Verein. Wir kennen es aus Deutschland vor allem von großen Traditionsvereinen, die Meinung der Fans kann der Vereinsvorstand häufig nicht ignorieren. Anders ist es bei neueren Vereinen, hier haben Fans gar kein Mitspracherecht. Genau das gibt es jetzt auch im FM. Die Fanszenen sind mit versteckten Attributen wie Einfluss auf den Verein, Einfluss auf die Jobsicherheit, Geduld und Leidenschaft ausgestattet und reagieren von Verein zu Verein unterschiedlich. Ihr könnt außerdem sehen, wie groß der Anteil an Ultras, Eventfans und Geschäftskunden in eurem Stadion ist und auch die Erwartungen der Fans werden dargestellt. Diese nicht zu erfüllen, kann bei manchen Vereinen euer Aus bedeuten. Dieses Feature macht die Spielwelt im FM um ein Vielfaches facettenreicher und bietet uns ein potenzielles Problem mehr, mit dem wir uns dann herumschlagen dürfen. Perfekt. Wenn ihr euch übrigens den FM23 kaufen möchtet, könnt ihr das über den Link in der Videobeschreibung tun. Damit bekommt ihr zum einen Zugriff zum Early Access 2 Wochen vor Release, 20% Rabatt und außerdem unterstützt ihr mich damit ein wenig. Dankeschön. Feature 3 sind die neu erworbenen UEFA-Lizenzen. Im FM23 werden die Conference League, Europa League, die Champions League und der Supercup voll integriert. Und das beschränkt sich nicht nur, wie das Sports Interactive Studio Director Miles Jacobson schon durchklingen ließ, auf ein paar Grafiken, sondern auch auf Spielbälle, Aufdrucke auf den Trikotärmeln, Pokalzeremonien und vor allem die Auslosung. Diese finden jetzt im Fullscreen-Modus statt, haben einen eigenen Presenter und sehen schon ziemlich cool aus. Im FM22 habe ich Auslosung regelmäßig geskippt. Ich glaube, das ist jetzt erstmal vorbei. Next! Unsere Erfolge sollen im FM23 jetzt besser abgebildet werden. Hierfür sorgt die Manager-Timeline, die, so wie ich es verstanden habe, auch individuell angepasst werden kann. Hier erscheinen nicht nur Pokalsiege, Aufstiege und sonstige sportliche Erfolge, zum Beispiel auch das erste Tor eures Lieblings-Wonderkids kann hier abgebildet werden. Für mich als Content Creator ist es natürlich super und hübsch ist es auch. Zu guter Letzt kommen wir auf die Match Engine zu sprechen. Nick Madden, der die Hauptverantwortung für diesen Bereich trägt, merkt man die Begeisterung für seine Arbeit echt an. Er und sein Kollege CJ Ramson sprechen hier zunächst über die Manager-KI. Diese soll jetzt flexiblere taktische Entscheidungen treffen. Taktische Stile von Trainern sollen jetzt ebenfalls realistisch abgebildet werden. Außerdem sollen unsere KI-Gegner jetzt auch angemessen auf unsere taktischen Entscheidungen reagieren. Das Entwicklerteam hat sich natürlich auch mal wieder viel um neue Animationen und die Entscheidungsfindung für die richtigen Animationen im richtigen Moment gekümmert. Das Ganze soll jetzt viel realistischer und flüssiger aussehen. Taktisch soll es jetzt besser möglich sein, defensivere Taktiken zu spielen. Hier gibt es auch ein paar neue Teamanweisungen. Auch wenn die generelle Grafikqualität der Spielsimulation natürlich immer noch eher mies bleibt, erkennt man in den ersten kleinen Clips schon einen echt deutlichen Sprung zum FM22. 2 große Themen fehlen für mich und das ist die Überarbeitung der Standards und Neues im Nationalmannschaftsmanagement. Trotzdem ist der Hype bei mir angekommen und ich freue mich schon richtig auf meine erste Karriere. Wenn ihr eine Karriere im FM22 sehen wollt, dann klickt hier.